Ach, sind ja wir. Edith. Ich verwechsel die immer mit der Oma. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Okay. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Dem anderen Or that Eingang. Edie had a key to it. Stimmt, hier waren wir auch noch nicht drin. Und hier ist es offensichtlich größer. Isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. Was? We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? History of the Finches. Bei Edith Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Okay. Ah, wir können uns bewegen. It was the first and last time I ever saw the old house aground. Oh. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Vom Weiten. But I never thought I'd go back to it. Nach der Zeit. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. Ihr wollt mich verwirren. Ja, vielleicht wäre es richtig gewesen. For a while, I wondered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Okay. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine! Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but
Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it, but she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes and appreciate how strange and brief all of this is. Das ist jetzt die Geburt. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Ich hab Gänsehaut. Eine Geschichte von Giant Sparrow. Für Charlie Dallas. Oh. Beende alle Geschichten. Nee, eine fehlt uns, glaube ich. Ein oder zwei sogar. Das ist einer der schönsten Outros, die ich gesehen habe. Und ich spiele schon seit 33 Jahren. Mindestens. Ja. Hartes Pflaster. Also wie schön und traurig kann bitte ein Spiel gleich sein? Also zur gleichen Zeit sein. Es ist einfach nur Kunst. Und ich verstehe, warum das so eine krasse Bewertung hat. Entdecke im Nachspann Johanns Namen. Okay.
Ja, was soll ich euch sagen? Also vielen Dank erstmal an das großartige Team, was wir jetzt auch hier sehen. Das ist heftig, was die geschaffen haben. Und es ist ja nicht nur alles irgendwie traurig oder auch cool gestaltet. Da kann man so viel rein interpretieren. Das ist irgendwie ein gesamtes Philosophiewerk. Und ja, wie ihr mitbekommen habt, mir haben einfach die ganze Zeit die Worte gefehlt. Ich wollte natürlich das alles auch noch nicht unterbrechen. Aber das Spiel hätte es auch verdient, dass ich einfach komplett ruhig bin und nichts sage. Ja, vielen Dank an der Stelle auch an die ganzen Spieletester. Das muss jetzt das. Special Thanks auch an die ganzen Menschen. Das sind halt echt nicht viele Leute, ne? Aber die haben so ein Meisterwerk geschaffen. Die Option Geschichte wiederholen steht jetzt zur Verfügung. Wähle Edith, um von Anfang an zu spielen. Okay. Geschichten wiederholen. Ja, hier die gute haben wir nicht. Und den haben wir auch nicht gehabt. Aber ich werde das jetzt auch hier beenden. Es ist halt, also erstmal definitiv eine mega Empfehlung, das überhaupt selbst zu spielen, weil ich glaube, wenn man das spielt, man ist dann noch ein Stück weit tiefer drin, weil man das Ganze ja auch bewegt, weil man da viel mehr in der Story und im Geschehen auch mit dabei ist. Kann ich euch einfach nur wärmstens empfehlen. Und generell auch einfach, um das Team und dieses Spiel zu unterstützen, kaufen, mindestens in die Wunschliste oder irgendwas, was das Team auch helfen kann. Solche Spiele braucht man halt. Und ja, vor allen Dingen die beste Möglichkeit, dann auch deren beiden Geschichten noch kennenzulernen, ne? Ganz ehrlich, holt euch das einfach. Ja, das war's auch schon von diesem großartigen Spiel. Mir fehlen immer noch die Worte. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal ein bisschen nachdenken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei dem nächsten Video. Vielen Dank, vielen Dank. Tschüssi.